Servus, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In dem Video zeige ich dir, wie du dir aus ein bisschen Holz so eine Kiste baust, in der du zum Beispiel dein ganzes Saatgut lagern kannst, aber auch alles andere, was du so lagern musst. Du siehst, dieses Register hat insgesamt 12 Fächer, jedes Fach ist ein Monat und da kann man genau dann sein Saatgut reinmachen, das man halt für diesen Monat dann braucht, damit es schön alles sortiert ist. Wir haben auf der Seite insgesamt 2 Nuten. Die reichen auch. Hier haben wir viele Nuten gemacht, damit wir halt diese Absperrschieber individuell verschieben können, weil man braucht vielleicht in einem Monat hat man mehr Saatgut und in einem anderen weniger. Genau, aber es geht halt immer nur für die ganze Reihe wird es verschoben, sonst hätte ich dickere Bretter nehmen müssen und so weiter und so weiter. Das zeige ich dir einfach und dann würde ich sagen, wir legen gleich los. Und als erstes schneiden wir erstmal die Box an sich zu. So, bei mir mittlerweile eine Woche später, ich hatte ziemlich wenig Zeit, musste viel für Schule machen, jetzt haben wir Wochenende, jetzt habe ich wieder Zeit und jetzt mache ich da weiter, wo ich aufgehört habe vor einer Woche. Und zwar habe ich die ganzen Teile jetzt hier auf Gärung geschnitten und der nächste Schritt ist jetzt die Nuten hier in den Seitenteilen zu fräsen, damit ich dann später so Register habe, so Abgrenzungen, wo ich dann die ganzen Saatgutpäckchen reinstelle. Und dazu habe ich mir jetzt gerade schon angezeichnet, wo ich die Nuten fräsen muss. Das zeige ich euch jetzt gleich an der Tischkreissäge drüben, weil da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Also ich erkläre euch jetzt das Ganze einmal für die Leute, die das nachbauen wollen, beziehungsweise sowas Ähnliches bauen wollen. Die anderen können einfach diese Stelle jetzt überspringen. Und zwar habe ich mir jetzt hier einmal diese zwei, seht ihr das? Ich glaube schon. Habe ich mir hier diese zwei Nuten angezeichnet, wo ich dann später reinfräse. Wenn ich das Ganze jetzt dann, ich mache mal kurz Sägeblatt hoch. Also, ihr habt hier eure Nuten. So, wenn ich das Ganze jetzt dann hier so anlege, wichtig ist mir dann hier hinten einen Stopp zu machen, damit ich das dann hier anlegen kann. So, dann richte ich mir das aus, fräse einmal. Jetzt habe ich hier dann eine Nut drinnen. Jetzt brauche ich aber diese Nut an der gleichen Stelle auf der anderen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal. Jetzt wäre es aber Blödsinn, wenn ich dieses Teil hier nehme und genauso an der gleichen Stelle nochmal fräse, weil dann hätte ich, wenn ich das jetzt hier so hinlege, hier eine Nut drinnen. Okay, also ihr habt jetzt einmal hier eure Nut gefräst und hier eure Nut gefräst. Somit, wenn ihr die Teile jetzt so hinlegt, sind die ja gleich, weil hier ist eine Nut drin und hier an der gleichen Stelle. Jetzt ist es aber so, dass ich das ja später dann so zusammenbaue, wie soll ich es am besten hinstellen, so, baue ich das ja nicht so zusammen, dass die äußere Seite nach innen zeigt, sondern die muss ja nach außen zeigen, also drehe ich das Ganze. Und jetzt seht ihr schon, diese Nut hier, die ist jetzt auf der Seite und passt aber mit der Nut nicht mehr übereinander. Aus diesem Grund müsst ihr, wenn ihr das eine sägt hier, die erste Seite, der Block hier hinten, der muss immer bleiben. Dann sägt ihr das einmal und jetzt dürft ihr nicht diese Platte nehmen und genauso sägen, sondern ihr müsst das einmal umdrehen. Also wisst ihr, also nicht so, dass die
Teile gleich sind, sondern einmal um 180 Grad drehen, dann anlegen und dann sägen, weil dann ist nämlich die Nut auf der Seite hier und später würde das Ganze dann passen. Hier unten ist die Nut und wir haben diese Seite gesägt und wenn ich das dann so hinstelle, Nut hier, Nut da, dann passt das. Und jetzt säge ich die ganzen Nuten. Gut, jetzt haben alle Teile schon die Nuten dran. Hier musste ich mich natürlich mal wieder versägen. Ich habe das Sägeblatt zu hoch eingestellt. Jetzt habe ich mir hier ein Holz reingeklebt. Hoffe, wenn ich das später abschneide, dass das dann wieder normal aussieht oder einigermaßen normal aussieht. Das muss halt jetzt trocknen. Jetzt dann als nächstes werde ich das Ganze schleifen, also einmal komplett schleifen. Dann zusammenleimen, die ganzen Hölzer sägen, die ich dann hier als Abtrennung benutze. Und zum Schluss werden dann noch alle Ecken oder alle Kanten werden dann noch geschliffen. Gut, dann ist die Kiste jetzt mittlerweile auch trocken und wir können das ganze Klebeband entfernen. Und ihr wollt es nicht glauben, aber es ist tatsächlich jetzt schon wieder eine Woche her, wo ich das hier zusammengekleimt habe. Ja, Problem war wieder die Schule, ich musste viel lernen. Da ich ja jetzt wieder in die Schule gehe, seit 2 Wochen, also wenn ihr das Video seht, keine Ahnung, seit 3 Wochen gehe ich ja schon wieder in die Schule. Ja, müssen sie halt die ganzen Sachen nachschreiben. Wir brauchen viele Noten und da habe ich halt jeden Tag unter der Woche was zu tun. Und am Wochenende ist halt dann mal Zeit zum Arbeiten. Genau. Aber wie sagt man doch so schön, mach einfach das Beste draus. So, dann haben wir das jetzt geschafft.
Jetzt klebt hier noch was dran. So, jetzt hat. Genau, das ist die Kiste. Oh, es ist cool. Bin schon stolz auf mich hier. Den ganzen Nuten, sieht schön aus. Ja, nächster Schritt. Ich mache jetzt, ich schleife das jetzt Ganze noch einmal. Also die ganzen Ränder. Genau, eigentlich nur noch die Ränder schleifen. Und ja, auf geht's. Und da bin ich wieder, diesmal einen Tag später. Die Kiste ist trocken. Ich habe alles ja wie gesagt abgeschliffen. Ich habe jetzt nichts mit der Oberfräse gemacht, also nicht mit dem Abrundfräser jetzt die Ecken abgerundet, sondern alles mit Schleifpapier, alles per Hand. Nur ganz leicht abgerundet hier mit der Hand. Hier innen drin ist alles geschliffen, alles glatt. Genau, das habe ich gemacht und dann, das habe ich jetzt aber nicht gefilmt, weil das einfach nur langweilig jetzt noch zuzugucken. Ich habe das hier noch gemacht. Und zwar ist das einmal, das da ist dieses, wie nenne ich diese Abtrennungen, die hier reinkommen. Die kann man hier so rausnehmen. Die haben hier zwei so, sagt man dazu, Nuten, keine Ahnung. Und hier habe ich halt ganz viele, damit ich die variieren kann. Allein dafür habe ich 1,5 Stunden gebraucht. Man mag es nicht glauben, aber 1,5 Stunden habe ich dafür gebraucht, um nur diese ganzen Dinger mit ausmessen natürlich. Genau, das kann ich jetzt hier, halt so rum, kann ich das Ganze jetzt hier reinmachen. So, einzeln reinmachen wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen. Egal. So. Jetzt sind die hier drinnen. Seht ihr das? Wenn nicht, ich blende euch jetzt mal eine Nahaufnahme ein. Genau. Und dann habe ich hier noch einen Deckel gemacht. Ich habe den, hier sind 2 Löcher drinnen, 30 mm für die, die es interessiert. Kann ich dann mit meinem Finger rein, um den Deckel abzuheben. Hier einmal außenrum habe ich Falze gemacht, damit der Deckel dann eingelassen wird. Und zwar kommt der jetzt so rein. Der ist jetzt zu, hier ist dicht. Genau, und hier kann ich ihn dann einmal so abheben. Und damit man die Kiste auch transportieren kann, weil jetzt ist die noch ziemlich unhandlich, mache ich mir jetzt hier noch 2 Griffe an die Seite. Das sind einfach nur so Plastikgriffe, die habe ich bekommen mal. Genau. Die mache ich mir jetzt einfach hier so mittig hin auf den Seiten. Und dann hoffe ich, dass man das tragen kann. Genau. Und sieht doch cool aus, oder? Also richtig coole Box. Die Griffe, die halten tatsächlich. Ich hätte es gemeint, die wiegen durch, aber komm, so schwer ist es gar nicht. Und schwere Sachen kommen ja nicht rein, sondern nur Saatgut. Und das wiegt ja nichts. Auf jeden Fall richtig cool. Jetzt machen wir noch... Jetzt fällt es mir auseinander. Machen wir noch das schnell rein. So, wieder schön alles gleichzeitig, ne? Genau, was ist das da drinnen? Seht ihr es ja, hier. Und wie gesagt, ich kann die ja jetzt dann verschieben
und hier hinten rein tun oder so. Ich kann auch von diesen mehr machen einfach, dann hat man mehrere Fächer. Aufgeteilt ist es dann aber so, das werde ich euch gleich noch sagen. Und zwar ist das, ihr habt hier 4 und hier habt ihr 3 Fächer, also 4 mal 3 sind insgesamt 12 Fächer. Und zwar ist es dann beim Saatgut so, von Januar bis Dezember geht das Ganze, damit man die ganzen Saatgut, in welchem Monat man das Ganze anpflanzt, schön sortiert hat. Jetzt machen wir noch den Deckel drauf. Der kommt so rum drauf. Sehr geil, schaut euch das an. Ist schon eine massive Box, also ja. So, die Box ist befüllt. So sieht das Ganze aus. Wir haben insgesamt 12 Fächer. Jedes Fach ist halt für einen Monat, Januar bis Dezember. Da das ja bei mir jetzt, also für uns, wir haben das jetzt für Saatgut gemacht. In jedem Monat hat man halt anderes Saatgut. Wenn ihr das halt mit anderen Sachen macht, könnt ihr das ja variieren, wie ihr das wollt. Ihr könnt mehr Fächer machen oder so. Wir haben jetzt 12 Fächer. Hier sind ja 2 Nuten. Das ist halt einmal, dass wir in die Richtung 3 haben. 3 Fächer, und in die Richtung habe ich viele Nuten gemacht, dass man das einfach variiert, weil man hat in einem Monat mal mehr Fächer oder mehr Saatgut oder weniger Saatgut. Dann, genau, die Box ist extra so hoch, dass man oben einen Deckel drauf machen kann, weil man muss Saatgut ja dunkel lagern. Dann habe ich auch zwar habe ich hier Löcher gemacht, da kommt so wenig Licht rein, das ist jetzt nicht schlimm. Ich habe aber allerdings Löcher gemacht und jetzt nicht oben Griffe drauf gemacht, weil man kann da nämlich auf die Box auch noch andere Sachen draufstellen. Genau, Griffe auf der Seite halt, einfach Plastikgriffe, die sind von innen festgeschraubt. Damit kann man es schön tragen, also das hält auch was aus, wenn ein bisschen, es ist schon schwer dann. Genau, der Deckel ist halt, wie gesagt, habe ich hier eine Nut reingemacht, dass das ein bisschen schöner aussieht, beziehungsweise dass er halt auch einfach hält, wenn ich den draufsetze. Genau. Und das war es jetzt schon wieder von mir. Mir hat das Projekt ganz viel Spaß gemacht. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt Lust bekommen, auch sowas zu bauen. Entweder das gleiche, auch mit Saatgut, oder halt in einer anderen Art und Weise. Ich darf danke sagen, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig über ein Like und ein Abo freuen von euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal einfach wieder im nächsten Video. Da gibt es dann auch ein tolles Projekt, und bis dahin, ciao.